Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und aus diesem Moment heraus in der Entfaltung alles zu erlauben, was möglich ist. Alles zu erlauben, für das dein Bewusstsein, euer Bewusstsein, das Bewusstsein bereits geöffnet ist. Die Thematik, mit der wir hier starten möchten, ist die Frage nach der Vollkommenheit des Einzelnen. Die Frage nach deiner Vollkommenheit in jedem Ausdruck. In dem Ausdruck, den du durch dich hindurch wahrnimmst, ebenso wie in dem Ausdruck, den du durch andere hindurch wahrnimmst. Die Vollkommenheit wird durch dich definiert. Du bist der Definitionsgeber jeder Vollkommenheit. Du definierst, ob das, was du siehst, vollkommen oder begrenzt ist, ob du selbst vollkommen oder begrenzt bist. Du hast die Macht, über Vollkommenheit und Unvollkommenheit zu bestimmen. Und so laden wir dich ein, alles in sich als vollkommen wahrzunehmen, alles in sich als vollkommenen Ausdruck von allem, was ist, wahrzunehmen. Alle Ausdrücke von allem, was ist, zusammengenommen ergibt die Vollkommenheit allen Seins in allen Ausdrucksformen. Und so kannst du jede einzelne Ausdrucksform annehmen als einen Teil von allem, was sich ausdrücken will. Drückt sich diese Ausdrucksform, die als Teil von dem Ganzen existiert, in dieser Form aus, so kannst du sie wahrnehmen und brauchst sie nicht abzugrenzen. Es ist ein Prozess der Integration, in dem du in dir und oder in anderen erlaubst, dass Aspekte des Seins zum Vorschein kommen. Erlaubst du diese Aspekte des Seins in das Gesamte. Du trennst sie nicht mehr von allem, was ist. Indem du die Aspekte nicht mehr von allem, was ist, trennst, ermöglichst du das Einssein. Im Einssein wiederum ist alles frei, sich selbst auf die vollkommene Weise auszudrücken, welche vollkommene Weise auch immer. Durch die Abgrenzung gegenüber einer Ausdrucksform schaffst du Trennung und hältst dein Gegenüber oder dich selbst in dieser Trennung. Es ist, als würdest du viel Energie aufwenden, um diese Form zu erhalten, diesen Ausdruck deines Gegenüber oder deines Selbst zu erhalten. Der Normalzustand deines Seins ist Harmonie und so ist deine Energie stets natürlich und vollkommen in der Harmonie mit allem Sein, in der Liebe, in der Frequenz des Ich bin, das ich bin. Und so bin ich vollkommen. Kannst du dies in jedem sehen, in deinem Gegenüber sehen, in allem sehen, was ist, wird alles in seiner Vollkommenheit erlaubt. Du kannst frei von Wertung den Ausdruck erkennen als einen Ausdruck der Vollkommenheit, ohne ihn abzugrenzen, ohne zu sagen, dieser Ausdruck ist unvollkommen. Aus unserer Perspektive ergibt dies keinen Sinn, denn kein Ausdruck kann unvollkommen sein als Teil der Vollkommenheit. Und Vollkommenheit kann nur alles inkludieren. Ansonsten wäre die Vollkommenheit unvollkommen. Welche Vollkommenheit kann unvollkommen sein? Wir laden dich also ein, statt auf die Unvollkommenheit zu konzentrieren, Vollkommenheit in allem zu sehen.
Das bedeutet nicht, dass du diesen Ausdruck, den du für dich nicht wählen würdest, den du für den anderen nicht wählen würdest, zelebrierst und ihn als Inspiration für dich und andere darstellst. Es bedeutet, dass du diesen Ausdruck als Ausdruck der Vollkommenheit erkennst und somit die Vollkommenheit in diesem Ausdruck sehen kannst, anstatt dich auf die getrennte Ausdrucksform zu fokussieren, auf die Facette des vollkommenen Ausdrucks zu fokussieren, fokussierst du dich auf die Vollkommenheit, aus der heraus dieser Ausdruck entstanden ist. Es ist nichts anderes, als die Seele des anderen wahrzunehmen, sie zu erkennen, auf Seelenebene zu sprechen, zu begegnen, zu kommunizieren, zu adressieren. Sprichst du mit dem begrenzten Wesen, wirst du immer Begrenztheit bekommen. Du wirst selbst Begrenztheit und Beklemmung fühlen, da du dein Gegenüber mit einer Begrenztheit identifizierst. Sprichst du hingegen auf Seelenebene, sprichst du mit dem Allen, was ist und durch dieses Gegenüber hindurch ist, eröffnest du genau diese Vollkommenheit als eine Möglichkeit. Du hältst dein Gegenüber nicht mehr gefangen in der Identifikation, die du ihm, ihr gibst, die möglicherweise sie selbst sich gibt, in Vergessenheit von dem, was sie alles ist. Öffnest du die Identifikation deines Gegenüber hin zur Identifikation mit dem Allsein, ist deinem Gegenüber die Erinnerung gegeben an das, was es ist, die Erlaubnis gegeben, ganz zu sein, was es will. Und es gilt hier nicht von deiner Seite her zu intendieren, wie nun dieser neue Ausdruck sein soll. Hier gilt es einzig und allein zu erkennen, dass auch in diesem Ausdruck die Liebe ist, dass ohne die Liebe dieser Ausdruck nicht sein könnte, dass auch in diesem Ausdruck die Vollkommenheit ist, dass ohne die Vollkommenheit dieser Ausdruck nicht sein könnte, dass du selbst als alles, was du bist, auch in dieser Form bist, dich gewählt hast, durch diese Form hindurch auszudrücken und ohne dieses Allsein, das du bist, durch diese Form hindurch, diese Form nicht sein könnte. Anstatt also die Begrenzung zu stärken, zu schärfen und zu erlauben, bist du inspiriert, die Entgrenzung einzuladen, dich auf das Allsein deines Gegenüber zu konzentrieren, dich auf das Allsein deines Selbst zu konzentrieren. Und wir möchten an dieser Stelle sagen, dass so viele von euch in dieser Zeit erleben, wie begrenzt die punktuell gegebene Identifikation mit einer Sache sein kann, wie begrenzend, einengend eine kleine Entscheidung sich auswirken kann. Indem du sagst, dass du dies oder das bist, von Berufswegen oder eines Charakterzuges wegen, begrenzt du dich auf eine bestimmte Identität und erwartest diese Identität von dir. Löst du diese Erwartungshaltung von dir selbst, befreist du dich aus deiner Begrenzung. Alles geschieht aus der spontanen Freude deines Seins heraus und in dieser Zeit umso mehr
gelingt es dir nicht mehr, die spontane Freude zu fühlen, wenn du sie nicht aus dem Moment heraus erlaubst, sondern konzeptionell versuchst, sie zu kreieren. Nicht aus der Kontrolle heraus gelangst du in deine volle Entfaltung. In dem Moment bist du in deiner vollkommenen Entfaltung. Und so ist Moment für Moment dein Glücklichsein eine Garantie. Du kannst beobachten, dass dein Glücklichsein an den Moment geknüpft ist. Bist du in diesem Moment beschäftigt mit deiner Identität, mit dem, was du denkst, sein zu müssen, machen zu müssen, performen zu müssen, fühlst du, was du in dieser Vorstellung von sein müssen, wollen, als Cocktail von Emotionen zusammenbrauchst. Es ist die Traurigkeit des Nicht aus dem Moment herauslebens, die du empfindest, wenn du dich von deiner spontanen Inspiration wegbewegst, dir eine Leine anlegst, die heißt Planung, Kontrolle, Identität. Durch alle Menschen hindurch entsteht mehr und mehr die Befreiung des vollkommenen Seins. Dies ist für dich Freude wie Herausforderung, denn solange du allein Ausdruck dieses vollkommenen Seins warst, abgehoben von all den anderen, die in ihrem Vergessen auf der Erde ihr Dasein fristeten, wie man sagen kann, fühltest du dich besonders, einzigartig, unverzichtbar, in einer Identität der Größe, die für die Welt notwendig war, in dem jedoch alle und alles in ihrem Erkennen sind, im Erlauben von dem, was sie sind, was sich durch sie hindurch entfaltet, die Vollkommenheit, die reine Liebe, das reine Sein, bist du herausgefordert auf eine neue Weise. Denn du siehst, dass du ebenso wie jeder andere mit deinem Sein den Unterschied machst, nicht mit einem Tun. Das aus dem Sein heraus entstehende Tun entspringt deinem Quell der Liebe. Das ins Tun hereingezwungene Sein fühlt sich begrenzt und geht sofort in den Drang des Sich-Befreiens. Erlaube dir das Bröckeln der Fassaden. Erlaube dir das Lösen deiner Identitäten, die um dich herum nicht mehr haltbar sind, anders als mit viel Energieaufwand. Erlaube dir, mehr zu sein, als in Worte fassbar möglich. Erlaube dir, in jedem Moment neu zu sein. Erlaube dir, Überraschung zu sein. Erlaube dir, verschiedenste Ausdrücke zu probieren, zu experimentieren. Aus deinem Sein heraus zu explorieren. Du bist nicht gebunden an irgendeine Zusage von Identität, die du zu irgendeinem Zeitpunkt gemacht hast, ob in diesem oder irgendeinem anderen Leben, auf dieser oder irgendeiner anderen Zeitachse. Du bist frei und ungebunden in deinem Ausdruck, dem Ausdruck des All-Eins-Seins. Und somit braucht es viel Mut zwar, dich ganz und gar so auszudrücken, wie du es von innen her fühlst, frei von den Erwartungen der anderen, frei von dem, was die anderen davon haben, wenn du es tust, was doch alle denken, dass du es tun würdest, da du doch immer das getan hast,
da du doch diese besondere Gabe hast, die es doch zu leben, zu geben gilt. Du bist frei davon, deine Gaben zu teilen. Du bist frei davon, das, was dir als Fähigkeiten mitgegeben ist, abzuliefern. Du bist frei davon, denn diese Fähigkeiten stehen nicht nur dir, sie stehen allen zu. Auf ihre Weise. Wer sich für diese Fähigkeit öffnet, bekommt diese Fähigkeit eröffnet. Warum dann hast du nicht alle Fähigkeiten, fühlst du nicht alle Fähigkeiten zu haben? Da du gewählt hast, dass dir die Führung gegeben ist durch deine Fähigkeiten, damit du geführt wirst in die Erfahrungen, die du machen möchtest auf der Erde. Alles, was dich scheinbar begrenzt, in Sachen Ausdruck, in Sachen Gaben, in Sachen Qualitäten, führt dich in Wahrheit genau dorthin, wo du sein willst. Genau in die Erfahrung, die du machen willst. So viele Erfahrungen sind dir schon in physischer Form gegeben worden. So viele Erfahrungen durch dich selbst hindurch, durch andere hindurch, durch Beobachtung hindurch, durch Bezeugen hindurch, in verschiedensten Rollen. So viele Erfahrungen sind dir längst vertraut. Und dann gibt es dort diese Erfahrungen, die du auf jeden Fall einmal probieren möchtest. Du kannst dich dem widersetzen, du kannst Widerstand leisten. So werden diese Erfahrungen in ihrer Freude eingedimmt. Du kannst dich ihnen öffnen, kannst liebevoll dich begleiten in deinem Erfahrungsweg. Und so wird diese Erfahrung sich eher anfühlen wie ein gut performtes Theaterstück. Du selbst kannst beobachten, wie gut du deine Rolle spielst, wie gut du diesen Charakterzug ausfüllst, wie gut du diese Emotionen an den Tag legst, wissend, dass es eine Performance ist, wissend, dass du alles bist, was ist und gerade jetzt wählst, diese Rolle so gut zu spielen, so überzeugend, dass dein Gegenüber möglicherweise genau darauf reagiert, als wärest du das, als wärest du begrenzt auf diesen menschlichen Ausdruck, als wärest du ein so emotionales Wesen, das so emotional reagiert. Begleite dich, anstatt dich zu bekämpfen. Erlaube dir den Ausdruck, der für dich noch zu erfahren ist. Wisse um dein Geführtsein. Schau nicht auf die anderen und ihre Erfahrungen und beneide sie um diese. Wenn dir dies unterkommt, dann erlaube dir den Moment der Imagination. Fühle dich hinein in diese andere Person, diesen anderen Ausdruck und erlaube dir zu fühlen, wie es sich anfühlt, dieser Mensch auf dieser Bühne zu sein. Mit all der Anerkennung, all der Wertschätzung und erlaube dir auch nach Hause zu kommen und für dich zu sein als dieser andere Mensch und zu fühlen, wie sich dieses für dich Sein anfühlt, jenseits der Bühne, die du sehen kannst, mit der du dich vergleichst, dem Menschen, von dem du siehst, wie er im Äußeren ist, den Menschen gegenüber ist, die Menschen auf ihn reagieren. Erlaube dir auch, dieser Mensch im Innern zu sein. Und du wirst schneller als in einem Augenblick wissen, wie gut es doch ist, dich für dich und deine Erfahrungen zu entscheiden, deinem inneren Weg nachzugehen, dich für deine innere Klarheit zu entscheiden, den Mut zu haben, ihr zu folgen, anstatt die Fassaden aufrechtzuerhalten, die von dir erwartet werden. Die Fassaden, die so solide gebaut und gemalt sind, so prachtvoll in ihren Farben, so eindeutig für jeden, der dich anschaut. Du erlaubst dir den Mut, deinen Weg zu gehen.
Du erlaubst dir den unerwarteten Ausdruck. Du erlaubst dir, mit deinem aus jedem Moment Neusein zu überraschen und bekommst die Freude, die Erfüllung deines Herzens zum Geschenk. Wir lieben dich, wir lieben euch, wir sind, was du bist. Du bist, was wir sind. Es kann nicht anders sein. Und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.